Hallo ihr Lieben, heute nehme ich euch wieder mit in meinen Alltag und zeige euch, wie ihr eure Haushaltsaufgaben leichter und effizienter gestalten könnt, mit praktischen Tipps, die euch den Alltag erleichtern. Ja, lasst uns direkt starten. Wusstet ihr, dass sich einzelne Socken, also Socken, die ihr ausrangiert habt, perfekt zum Abstauben eignen? Bisher habe ich sie nur bei Pflanzen verwendet, aber dieses Mal teste ich sie mal an Gegenständen und den Fußleisten. Ja, und was soll ich sagen? Es funktioniert richtig gut. Seht selber. Und wie ihr sehen könnt, hat es sich bei mir auch wirklich gelohnt. Also probiert es unbedingt mal aus. Es klappt wirklich wunderbar. So, und jetzt geht's weiter mit der Pflanze. Schaut euch diese Blätter mal bitte an. Zuerst habe ich es trocken versucht, aber schnell gemerkt, dass ich so nicht weiterkomme. Also habe ich einfach eine Sprühflasche mit Wasser genommen. Ein wichtiger Tipp, ich habe hier destilliertes Wasser verwendet, also völlig kalkfreies Wasser. Warum? Ja, es hinterlässt keine unschönen Flecken oder Rückstände auf den Blättern, denn kalkhaltiges Wasser kann beim Verdunsten feine Ablagerungen hinterlassen, die als weiße Flecken sichtbar werden. Mit destilliertem Wasser passiert das nicht. Deshalb kann ich es zum Abstauben und Reinigen wirklich empfehlen. Ich wische jetzt natürlich ganz vorsichtig über die Blätter, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Diese Reinigung habe ich bereits vor ein paar Wochen gemacht und ich muss sagen, der Pflanze geht es hervorragend, also super. Sie sieht immer noch gesund aus und glänzt vor sich hin. So, und jetzt nehme ich euch wieder mit in meinen Alltag. Ihr wisst ja, ich liebe es, im Alltag Zeit zu sparen und versuche deshalb, meine Aufgaben so effizient und schnell wie möglich zu erledigen, damit ich einfach Zeit habe für die schönen Dinge im Leben. Ich habe eine kleine Schwäche, ich liebe Schnittblumen. Jedes Mal, wenn ich frische Blumen arrangiere oder verwelkte Sträuße einsammle, denke ich, Schnittblumen sind wirklich keine zeitsparende Deko, aber sie bringen so viel Schönheit und Lebendigkeit ins Haus, dass ich mir die Arbeit einfach gerne mache. Trotzdem versuche ich auch hier möglichst zeitsparend vorzugehen und die Arbeitsschritte clever zu bündeln. Zuerst habe ich die Vasen eingesammelt und sortiere jetzt aus, was verwelkt ist. Einige Vasen hatte ich bereits gestern Abend zuvor schon mit frischen Blumen neu befüllt und das Entfernen der verwelkten Blätter mache ich jetzt direkt am Anfang von der Putzsession, weil dabei oft einiges an Schmutz entsteht. Jetzt wird erstmal alles aufgeräumt und damit es für euch nicht zu langweilig wird, natürlich im Schnelldurchlauf. Wenn die Flächen besonders schmutzig sind, nehme ich im ersten Schritt gerne Küchenpapier, um den groben Schmutz zu entfernen. Anschließend wische ich dann mit einem Handtuch nach. So bleibt das Handtuch länger sauber und muss nicht direkt wieder in die Wäsche. In einem meiner letzten Videos gab es einen Kommentar, dass die Verwendung von Küchenpapier ja nicht unbedingt nachhaltig sei. Und ehrlich gesagt, in mir schlagen da einfach zwei Herzen. Auf der einen Seite liebe ich es, nachhaltig zu handeln und Ich habe mich eben gerade versprochen, ich habe es jetzt rausgeschnitten. Ich hatte gesagt, und unfreundliche Routinen in meinen Alltag zu integrieren. Auf der einen Seite liebe ich es, nachhaltig zu handeln und umweltfreundliche Routinen in meinem Alltag zu integrieren. Auf der anderen Seite ist mir Effizienz unglaublich wichtig, vor allem bei den täglichen Aufgaben. Und genau hier entsteht für mich manchmal ein kleiner Widerspruch. Ich finde, wenn man wirklich nachhaltig leben möchte, dann kostet das oft sehr viel Zeit. Ja, und am Ende muss jeder für sich das richtige Maß finden, das sowohl zum Alltag als auch zu den eigenen Werten passt. Ja, bei meinem Reiniger verwende ich zum Beispiel sehr gerne natürliche Zutaten. Das heißt, ich mische sie mir selber an. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich dafür praktische Putzrezeptkarten erstellt habe. Hier zeige ich euch eines meiner Rezepte und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch jetzt einfach einen Screenshot machen. Ich habe insgesamt 12 Rezepte zusammengestellt, inklusive wertvoller Infos rund um das Thema natürliche Reinigungsmittel. Wenn ihr euch die Sammlung sichern möchtet, könnt ihr sie für ein paar Euro ganz einfach auf meiner Webseite downloaden, www.zeitgewinnerin.de.
Ja, wenn ich mir meinen Reiniger anmische, bereite ich gerne direkt 2 Portionen zu. Eine Flasche zur sofortigen Verwendung und eine zum Nachfüllen. So spare ich Zeit und habe immer Nachschub griffbereit. Das Tolle an diesem Spray ist, dass ich einfach aufsprühen und anschließend trocken nachwischen kann, ganz ohne Streifen. Das liegt daran, dass ich auch hier destilliertes Wasser als Basis verwende. Die gesamte Arbeitsplatte freizuräumen und gründlich einzusprühen mache ich natürlich nicht täglich, sondern nur nach Bedarf, eben dann, wenn ich merke, dass es wieder an der Zeit ist. Für das Cerankochfeld verwende ich jetzt meinen Power Küchenreiniger. Hier ist auch wieder das Rezept für euch. Dieser enthält unter anderem Soda, das mit Natron verwandt ist, aber deutlich stärker wirkt. Es ist ein perfektes Reinigungsmittel für hartnäckigen Schmutz. Den Reiniger lasse ich jetzt einmal auf dem Cerankochfeld einwirken, damit er seine volle Wirkung entfalten kann. Für die glänzenden Küchenfronten habe ich ein Putztuch von DM entdeckt, das speziell für hochglänzende Oberflächen geeignet ist. Man bekommt es für unter 3 Euro. Das Coole an diesem Tuch ist, dass man es ganz ohne Reiniger verwenden kann. Einfach mit klarem Wasser anfeuchten und anschließend trocken nachwischen. Ich konzentriere mich jetzt vor allem auf die Hotspot-Bereiche, also die Stellen, die besonders häufig berührt werden, und entferne gezielt die sichtbaren Flecken. Kennt ihr das auch? Manchmal hinterlässt Nagellack kleine Spuren auf der Oberfläche. Hin und wieder lackiere ich mir die Nägel rot und stelle dann immer wieder fest, dass irgendwo leichte Streifen zurückbleiben. Ich habe dann vorsichtig an einer kleinen Stelle getestet, ob sie sich mit Nagellackentferner entfernen lassen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Und ja, es funktioniert. Falls ihr das ausprobieren möchtet, testet es unbedingt vorher an einer unauffälligen Stelle. Ich habe hier übrigens einen acetonfreien Nagellackentferner verwendet. Ich glaube schon, dass das nochmal einen Unterschied macht, wie aggressiv er auf der Oberfläche wirkt. So, jetzt kommen wir zurück zum Cerankochfeld. Schon als wir hier eingezogen sind, waren darauf starke Verschmutzungen, die wir mit bisher keinem Putzmittel dieser Welt komplett wegbekommen haben. Vielleicht schaffen wir uns demnächst mal ein neues Kochfeld an. Habt ihr das auch, diese Schmutzränder? Bestimmt, oder? Und bestimmt macht ihr das jetzt auch so. Küchenpapier und ein Schaschlikspieß und los geht's. Ich hatte kurz überlegt, ob ich euch diese Szenen jetzt alle zeige und mich dann für ein paar ausgewählte entschieden. Ja, ganz ehrlich, der Rest ist einfach zu ekelig. Ja, zumindest für dieses Video. So, jetzt geht's weiter mit der Biomüllschublade. Wir haben hier eine Ikea-Folie reingelegt, die wir passend zugeschnitten haben. Ich wische sie jetzt nur kurz ab, spüle sie aber nicht komplett, damit sie nicht erst trocknen muss. So kann sie direkt wieder in die Schublade zurück. Die Biomüllschalen sind auch schon fertig gespült und können zurück an ihren Platz. Ich finde diese Lösung super praktisch, weil sich der Müll beim Kochen oder Vorbereiten flexibel erweitern lässt. Und das Beste daran ist, dass die Schalen später einfach in die Spülmaschine können. Ja, für mich ideal. Den Müll stelle ich jetzt schon mal vor die Tür, so spare ich mir einen Weg. Wege und Schritte zu sparen ist auch eine einfache, aber effektive Methode, um Zeit zu sparen, besonders wenn es im Alltag schnell gehen muss. Wenn ich nachher mit Sammy rausgehe, nehme ich den Müll einfach direkt mit. Hier noch ein kleiner Tipp: Wenn ihr Geräte oder Gegenstände habt, die schnell Schmutz oder Krümel hinterlassen, wie hier zum Beispiel der Toaster, stellt sie einfach auf ein Tablett. So werden die Krümel direkt aufgefangen und verteilen sich nicht überall in der Umgebung.
Ja, macht ihr das auch so, dass ihr Brotreste auf der Heizung trocknet? Ich finde das super praktisch. Ich sammle sie gerne für meine Nachbarin, sie hat Pferde, oder ich nehme sie mit, wenn ich mit unserem Enkelkind in den Wildpark gehe, um die Tiere dort zu füttern. Das hier hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Ich habe dieses Fell mit Klettband auf der Truhe befestigt, damit es nicht rutscht. Jetzt habe ich es kurz ausgeschüttelt und schon sieht alles wieder ordentlich aus. Was ich euch schon die ganze Zeit mal fragen wollte, wünscht ihr euch eigentlich eine andere Art von Videoschnitt? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch eine andere Geschwindigkeit, einen anderen Stil oder vielleicht sogar ein ganz neues Videoformat wünscht. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Ja, macht ihr das auch so? Ich habe eigentlich immer ein Wasserglas an der Spüle stehen, damit es mich daran erinnert, genug zu trinken. Jetzt wasche ich noch schnell die Lappen aus. Ein Teil wird zum Trocknen aufgehängt, denn sie müssen ja jetzt nicht direkt alle wieder in die Wäsche. Der andere Teil kommt in die Wäsche. Jetzt zeige ich euch mal unsere Spüle und ganz ehrlich, sie ist wirklich eine einzige Katastrophe. Sie sah allerdings schon so aus, als wir hier eingezogen sind. Schaut mal, hier tritt immer wieder Wasser aus, hier dieser Kalkrand. Wir haben hier zusätzlich einen kleinen Trinkwasserhahn angebracht. Die Kartusche befindet sich direkt darunter. Eigentlich wollen wir schon länger eine neue Spüle kaufen, aber ja, in einer Mietwohnung ist das immer so eine Sache. Wie viel investiert man in eine Küche, die man nicht selber eingebaut hat? Schließlich weiß man ja nie, wann der nächste Umzug ansteht. Deshalb halte ich immer mal wieder die Augen offen, wenn ich bei eBay Kleinanzeigen unterwegs bin. Gerade bei solchen Dingen lohnt es sich oft, Secondhand zu kaufen. Es ist nachhaltiger und oft deutlich günstiger. Hier verwende ich jetzt übrigens gerade Geschirrspülmaschinenpulver anstelle von Tabs. Ich nehme bewusst das Pulver, weil es im Haushalt viel flexibler einsetzbar ist und ich zudem den Eindruck habe, dass es weniger unnötige Zusatzstoffe enthält. Die Reinigung mit Geschirrspülmaschinenpulver hatte ich euch ja schon mal in einem anderen Video gezeigt. Wichtig, dieses Pulver solltet ihr wirklich nur auf Edelstahl oder Keramik anwenden, nicht auf Kunststoff oder Naturstein. Der Grund, das Pulver hat eine leicht bleichende Wirkung, ist stark entfettend und generell relativ aggressiv. Auch für die Hände ist es nicht unbedingt ideal. Wenn ihr also Dinge darin direkt spülen wollt, zieht am besten Handschuhe an. Für den Kalkrand mache ich jetzt einen Essigwickel, das kennt ihr bestimmt. Einfach etwas Küchenpapier mit Essigessenz tränken, auf die betroffene Stelle legen und einwirken lassen. Und jetzt hier nochmal ein Blick in die Küche, schaut mal, alles wieder sauber. Hier zeige ich euch jetzt, wie ich den Essigwickel nach ein paar Stunden entfernt habe. In der Zwischenzeit war ich einkaufen, habe die Glasflaschen weggebracht und ein paar Dinge in den Hofladen zurückgebracht. Und jetzt gönne ich mir erstmal eine Pause, ganz gemütlich mit meinem Haferbrei. Wenn ich allein zu Hause bin, ist dieser Platz hier in der Küche auf der Kiste inzwischen mein Lieblingsplatz geworden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wo befindet sich euer gemütlicher Lieblingsplatz in eurem Zuhause und wie hat euch das Video gefallen? Ja, und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Tipps und Inspirationen mehr verpassen wollt. Ciao und bis zum nächsten Mal.